Alrighty then und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, eurem Basti. Und wir sind wieder auf Server 7, dem Aufhol-Elevator Berserker Projekt. 50 Leute bei The Elevators. Geile Geschichte, macht sehr, sehr viel Spaß. Ihr habt zuletzt auch ein paar Parts da gesehen, die waren zwar ein bisschen durcheinander. Ja, also wenn ich was kann, dann Sachen durcheinander bringen. Aber wir haben jetzt gerade noch Sonntag. Es ist schon 20:30 Uhr gleich. Ich werde gleich Among Us spielen in der üblichen Runde. Und dachte mir aber, wir probieren jetzt mal noch was aus, ne? Was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Und zwar habe ich jetzt schon in der Festung meine Mine auf 10 hochgeskippt. Ich meine, ich hatte doch so viele Ressourcen noch über, dass ich jetzt auch sogar die Ritter halt zumindest jetzt mal auf 9 gemacht habe, ja. Okay, Secret Storage, let's go. Ist eigentlich auch nicht so schlecht, wenn man dann denkt, ach, ich habe ja doch noch was. Ja, aber na gut, für 10 ist es dann... Ne, Moment. 11. 11 geht ja gar nicht. Muss ich erstmal hochballern, aber damit wir hier auch mal auf Stand sind wenigstens. Ja, dass wir vielleicht noch das Herz der Unterwelt finden. Das wäre jetzt eigentlich ziemlich nice. Ich habe noch nicht gesucht oder geskippt. Das wollte ich jetzt eben mit euch gemeinsam machen, in der Hoffnung, dass ich da noch Glück habe. Oh la la. Oh la la. Ja, Bella Chica. Ich kann kein Italienisch, aber was heißt denn geile Scheiße auf Italienisch? Ja, das ist... Le Magnifique, ja, naja, nee, das verstehen die Leute wieder falsch, wenn man das hier bringt. Das ist, kam jetzt unerwartet. Also, naja, dann Heart of Darkness. Oh, der Sound ballert auch immer rein. Und das ist jetzt halt extrem geil. Wir können jetzt nämlich dieses spezielle Pack hier kaufen. Und das war auch der Plan. Also erstens, ich wollte mir auf dem Server schon noch ein paar Pilze holen. Nehme ich natürlich gerne die 250 extra mit. Leider haben wir keine Aktion, wären noch mal 100 mehr gewesen, egal. Aber die 100.000 Seelen sind natürlich auch stark. Ne, das mache ich jetzt mal schnell. So, hat geklappt. Ha, ich weiß gar nicht, dass das... ja auch nochmal angezeigt wird, lustigerweise. Ja, wir werden dementsprechend hier mal die Gebäude ausbauen. Prinzipiell gibt es eine Build-Order für die Unterwelt. Die werde ich jetzt nur grob einhalten, weil im Prinzip ist jetzt eher hier das Thema... ja, den Gladiator-Trainer mitzunehmen, ja. Und gut, Soul Extractor ist auch nicht verkehrt mitzunehmen, aber ich werde jetzt hier mal in erster Linie gucken, dass ich eben mir den Gladiator-Trainer vielleicht sogar auf 6... Ich glaube, es müsste passen. Ich glaube, der Gladiator-Trainer ist ein bisschen teurer als das Herz der Unterwelt, aber also den jetzt auf 6 zu bringen... Mich verdrückt. Ja, passt. Dann kann man Soul Extractor auf jeden Fall auch nochmal machen. Jetzt mit dem Rest... Ja, also eigentlich sollte man Soul Extractor auch dann auf 6 halten und den Gladiator-Trainer dann eher auf 5, so in die Richtung. Hier, das ist natürlich auch ganz nice, das ist wichtig. Eigentlich sind alle Gebäude irgendwo wichtig, aber ja, mir geht es jetzt hier nicht darum, in der Unterwelt schnell viel Seelen zu sammeln. Es ist jetzt noch Seelen-Event, das kann ich jetzt nicht mehr ganz so doll mitnehmen, ist aber auch wurscht. Es geht jetzt einfach nur darum, langfristig schon mal 30% Schaden im Critical-Hit-Bonus zu haben, weil wir haben ja 20% Portalschaden, das ist halt eine extrem geile Kombi. Wenn ich jetzt noch theoretisch hier Arena-Manager jetzt krass pilzen würde, hätte ich sogar dann die Chance auf noch mehr Schaden zeitweise, aber das mache ich jetzt hier nicht auf diesem Server. Dementsprechend geht das natürlich nicht, aber der Gladiator-Trainer ist dann nochmal eine feste Größe, jetzt erstmal in nächster Zeit, in den nächsten Wochen. Ich denke mal, Schwumm-Elevator, der aus meiner Sicht wahrscheinlich so Ende Mai starten könnte oder Anfang Juni.
gibt es ja auch wieder Seelen und ja, bis dahin ist irgendwann auch wieder Seelen-Event. Also in der Rotation, Event-Rotation ist ja auch Seelen irgendwann wieder dabei. Dann kann man auch abcatchen. Jetzt immerhin haben wir jetzt nochmal die Chance auf 5 zu gehen. Das werde ich jetzt nicht mehr pilzen. Ich werde mal schauen. Alu habe ich halt nicht mehr viel. Also wir werden jetzt hier nicht mehr viele Seelen sammeln. Ich habe noch ein paar Würfeleinheiten übrig. So, das war auch noch so ein Plan von mir, zu sagen, dass wir das nach dem Event machen. Gut, aus der Sicht wäre es dann fast sinnvoller, die 20 Pilze nochmal zu investieren. Aber warum wollte ich das jetzt vor allen Dingen noch machen, zwingenderweise? Wir haben jetzt die Chance, ja, in die Unterwelt zu kommen. Nee, ich meine natürlich nicht die Unterwelt, sondern auch die Schattenwelt. Und die müssen wir, glaube ich, auch nochmal hier freischalten, ne? Sehr gut. Da haben wir sie, das ist eigentlich, glaube ich, ein Pflichtteil, also der kommt eigentlich fast immer. Herz der Unterwelt ist, glaube ich, nicht 100%, da kann man auch mal hin und wieder ein paar Mal auskramen, aber die Schattenwelt, die muss dann eigentlich immer kommen, weil das ist ja auch ganz wichtig für den Char und darum geht es jetzt auch. Wir haben ja auf dem Server, weil es ein alter Server ist, alle Rollen freigeschaltet, haben also auch Witches-Event. Und warum sollte man nicht gleich die ersten Wirbelsturm-Etagen noch mit dem Witches-Event spielen, um ein bisschen mehr Gold zu farmen? Ja, also wenn Items hier aufploppen, und das tun sie, Gott sei Dank, dann kann man auch gleich hier ein bisschen auch was mitmachen. Ja. Und das habe ich auch übrigens auf W50 gemacht. Da haben wir einige Etagen gemacht. Das Ganze habe ich aber ohne Mikrofon gemacht. Ich muss, ja stimmt, wir haben ja natürlich jetzt hier nicht so viel Platz wie auf W50. Ja, das ist halt alles Gold, was man mitnehmen kann für den Char, auch wenn es jetzt nur ein Aufholprojekt ist. Ist das echt eine Goldmine, ja, eine Institution, möchte man sagen. Und es gibt auch Epics, die teilweise ganz gut sein können. Ja, hier lasse ich mich jetzt wahrscheinlich nicht so verleiten. Ich werde natürlich jetzt trotzdem auch Gems suchen. Die Gems werden stärker durch diesen Push extremer Natur, ja. Achso, eine Toilette, stimmt, da muss ich auch noch was reinwerfen. Siehst du, da habe ich heute schon gespielt und habe das einfach noch gar nicht in die Toilette geworfen. Gut, wir können jetzt die Epics auch in den Gem Extraction, Quatsch, dismanteln. In die Begleiter geben. Das werde ich gleich mal machen. Ah, habe ich schon gemacht. Aber das noch nicht. Und das sieht eigentlich eher aus wie Schuhe für den Magier, muss ich mal sagen. Aber hey. Ein Riesenhaufen Scheiße haben wir da bekommen. Können wir aber auch hier geben, den Kollegen. Ne? Also das können wir ja schon mal anfangen zu sammeln. Das ist jetzt ja... Ach nee, Quatsch. Nee, das wird wieder verkauft. Also im Kesselverkauf für doppeltes Gold. Also ich denke, wir können auch ein paar Etagen schaffen, wa? Ich muss ja noch nicht mal einen Pilz ausgeben. Also ja, das ist schon extrem. Ja, durch den Damage Boost einfach auch, den man bekommt. Den bekommt man auch auf neuen Servern. Das kann man auf neuen Servern genauso machen. Nur kriegt man da nicht so einfach so schnell Ressourcen. Ja, also so viele im Überfluss. Sodass das überhaupt kein Thema war jetzt. Wir mussten, naja, für das Skippen, sage ich mal, da ich mein Arbeiterquartier nicht voll ausgebaut hatte, also wie es möglich war, schon 500, 600 Pilze in Kauf nehmen dafür, aber der Rest entspannt. Wirklich entspannt. Ach ja, diese Fehlermeldung zwischendurch, ich dachte schon wieder ist voll. Aber das ist halt Gold, was wir gerne mitnehmen. Es ist sowieso so, dass diese Items prinzipiell nicht wenig Gold geben. Also das Wirbelsturm ist immer gut, um seine Skills zu verbessern oder was auch immer. Ne? Das sind ja alles Free Kills quasi. Und man könnte dann auch in der Lichtwelt gleich viel weiterspielen. Das ist ja auch eine Basis, warum so viele Leute jetzt auch einen größeren Push gemacht haben auf dem Server. Ja, und jetzt auch mittlerweile 220 oder mehr sind. Das obliegt vor allen Dingen auch dem Wirbelsturm. Ja. Gerade solche Sachen sind schon echt sehr für die ersten Etagen. Ja. Die werden ja besser, die Items. Ja. Die werden teurer, die werden besser. Und nebenbei farmt man halt auch noch ordentlich XP. Ja. Das ist noch so eine Nebenwirkung, die gerne gesehen ist. Ja, ja, recht hübsch. Aber werde ich jetzt hier auf jeden Fall noch... Upsala. Da habe ich mich verdrückt, würde ich mal behaupten. Ein paar Etagen noch machen. Wobei ich jetzt sagen würde, dass ich das Video wahrscheinlich jetzt beende. Eben drum, weil ich jetzt gleich auch noch Among Us spielen will. Aber ja, der Kernpunkt ist ja da. Und vielleicht tue ich auch wieder einen Part, den ich nachher aufnehme, vorher reinschneiden. Also ihr habt ja sowieso schon gesehen, wie weit ich im Wirbelsturm bin. Nein, ja, das war schon ziemlich witzig. Deshalb, ja,
Hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn es so war, gerne Daumen nach oben. Das Projekt, wie gesagt, ist nice. Feier das nach wie vor. Bin froh, dass ich es bisher ganz gut schaffe, auch mitzuspielen. Auch wenn ich nicht so verrückt bin wie viele andere, aber na, schauen wir mal, was da noch kommt, ne? Ja, das muss ich jetzt dann doch nochmal zeigen, weil mittendrin im Ändern von dem Wirbelsturm habe ich Tag X bekommen. Also so arg kann mich nie in den Sinn, dass ich ja schon mal mitten bei Dungeons bekommen habe, aber ja, gut. Ist halt ein ganz besonderer Moment des Tag X gewesen, wahrscheinlich. Mache 200 Dungeon Tries am Stück oder sowas. Ne, also. I don't know.